Mit Regenponcho. Gehen wir jetzt von Portugal nach Spanien. In Valencia. Da in Camino keine Fähre geht und die am Abend, also in der Nacht, ziemlich bescheiden geschlafen habe und Magenschmerzen gehabt habe. Jetzt bin ich mit dem Zug von Camino nach Valencia gefahren. Dort habe ich eine Runde gedreht. Und jetzt gehen wir nach Spanien. Und dann gleich in die Herberge. Und es regnet und es regnet und es regnet. Ins Bad. Mein Kram. Ich muss sagen, das Bad ist echt gut im Schuss. Neu gefliest, neue Türen, Holztüren, es riecht noch ganz frisch. Duschen, 2 WCs, 2 Waschbecken. Ich muss sagen, es ist Dezember, es ist zwar nicht geheizt, aber man hält es gerade aus. Das ist alles frisch. Da gehen wir jetzt nicht rein. Für 3 Euro kann man der waschen und trocknen. Einiges zum Sitzen, aber das ist schon okay. Die Küche ist nur etwas spärlich ausgestattet. Es gibt keinen Wasserkocher und auch keine Herdplatten. Ja, es gibt einen Kühlschrank. Aber Tee muss man sich mit der Mikro auf, also Teewasser muss man sich mit der Mikro aufwärmen. Das ist halt ein bisschen zart. Frühstück ist sehr rustikal. Hoppala. Die Kiwis, die sind schon mehr als durch. Das ist das Frühstück, das dabei ist, um die 15 Euro pro Nacht. Die Aussicht. Ja. Es dürfte eine Diskothek geben, die momentan halt nicht offen ist, oder ich weiß nicht, ob die überhaupt noch offen ist, aber jedenfalls ist sie momentan geschlossen.
Und sonst gibt es Fernblick und das ist die Küche. Es gibt ja diesen Dachmieter, den Viktor, der ist seit 8 Monaten schon da und der hat einen Gaskocher. Und mit denen hat er uns jetzt Schnitzel gemacht, beziehungsweise Fisch und Langostinos. Und hat das dann schon wieder Fleisch hier. Ich muss sagen, wenn der Victor nicht da wäre, wäre essenstechnisch über den Feiertagen, wäre es echt schwierig. So, es ist der 25. Dezember. Ich stehe gerade in Tui bei der Kathedrale und wollte mir gerade einen Stempel holen. Aber es ist nicht offen. In Tui ist tote Hose. Ich bin in der Herberge, in der Pilgerherberge jetzt 2 Nächte. Ich werde morgen wieder weitergehen oder fahren. Mir ist ziemlich langweilig und ich wollte einfach schauen, ob ich noch irgendwo einen Stempel herfange. Aber es ist schwierig. Die erste Etappe nach Perinho ist jetzt scheinbar überschwemmt, also man kommt am Camino überhaupt nicht weiter. Laut Viktor, meinem Herbergen-Bettennachbarn. Jetzt muss ich wohl in den Bus nehmen und vorher will ich aber noch einen Stempel holen. Das gibt es ja nicht, dass man doch auf einen Sonntag, von Freitag in der Kirche kommt. Wieso? Oh. Victor hat mich ziemlich gekocht, muss ich sagen. Mit Fisch und Hühnchen und Erdäpfeln. Ich habe Spaghetti mit Soße gegessen und Frühstück. Also wir dann gerade nichts anderes als essen und schlafen. Und er mit seinem gebrochenen Englisch, ich mit meinem gebrochenen Spanisch. Erzählen wir uns irgendwelche Geschichten. Super lustig. Ja. Und jetzt versuche ich dann noch irgendwas an den dummen Stempel aufzutreiben. Es ist als tote Hose. Kein Mensch rennt damit um. Zumindest irgendeine Kirche muss auch offen haben, wo es einen Stempel gibt. Ja, schauen wir mal. Da stehen irgendwelche Pfeile, aber es hat alles zu. Es ist ein bisschen mühsam. Aber gut. Da eine Muschel. Sind wir die. Gestern übrigens waren alle meine Sachen nass. Die Schuhe komplett, Jacke komplett durchnässt. Jetzt habe ich den Trockner verwendet. Jetzt ist es einigermaßen wieder trocken. Aber es hat über Nacht so geschüttet. Also gehen wäre sowieso ziemlich zart gewesen. Oh, da ist ein Pfeil. So. Tui ist ziemlich eine süße Stadt. Lauter so kleine Gässchen. Dort zur Kathedrale. Kann man sie anschauen. Schauen wir weiter. Wo kriege ich einen Stempel? Oh, neue Kirche, andere Kirche. Ha. Witzig. Hoffentlich ist da jetzt offen. So, Fazit zu meinen Hoch und Tiefs. Das war jedenfalls die vorletzte Nacht. Ich glaube, wegen meiner Magenschmerzen nicht sterbe. Ach, Grüße.
Alles zu. Oh ja. Schauen wir mal, Victor schläft schon wieder. Der ist auch nur Essen, Schlafen, Essen, Schlafen. Und der ist in der Herberge seit 8 Monaten. Und was er genau tut, habe ich immer noch nicht herausgefunden. Er arbeitet dort und da mal über Wochen in Barcelona und in Carminia und schießt mich dort. Und dazwischen hat er 2 Jahre arbeitsfrei irgendwie und fährt mit dem Radl durch halb Spanien. Das ist doch geil. Oh, ja, Dank. So. Ich will einen Stempel Kruzzi. Ja, so viel dazu. Noch mehr Pfeile, also irgendwie, ja. Aber es ist ziemlich cool, man sieht am Fluss. Lauter so kleine Gässchen. Ja. Auf der Suche nach den Pfeilen und nach Stempeln. Und hoffentlich geht es morgen weiter. So. Good morning, buenos dias. Ich bewege mich heute mal wieder. Ich bin halt schon um 6:30 Uhr aufgestanden. Im Hostel war es halt der... Moment, da müssen wir kurz schauen. So, wieder keiner niederfahrt. Links, rechts, links, rechts. Weiß ich nicht. Gestern Abend sind wir um 11:30 Uhr eine größere Gruppe in die Herberge reingerauscht. Es hat ja jeder geschlafen, aber war ja irgendwie egal. Um 6:30 Uhr auf und mit dem Bus ging es Richtung Porrinho, weil auf dem ersten Drittel irgendwo Fluss übergangen ist, alles verschwemmt, Hochwasser. Jetzt bin ich mit einer Australierin, die auch gestern eingecheckt hat im Hostel in Tui. Bin ich mit dem Bus nach Porrinho gefahren. Durch das, es war komplett finster um 8:15 Uhr, waren um Porrinho in ungefähr 9 Uhr. Stockfinster noch immer. Mittlerweile ist es hell, es ist jetzt irgendwas bei, keine Ahnung, 10 Uhr, 11 Uhr, keine Ahnung. Und ich gehe jetzt nach Redondela. Das sind ungefähr 17 Kilometer. Und ich gehe zu Fuß. Ich habe noch meine Zehen und meine Fersen eingetaped. Das finde ich extrem irritierend. Aber egal. Es ist der Camino in Spanien etwas besser beschrieben, vor allem weil es halt die letzten 100 Kilometer sind. So die Müllabfuhr. Wo ist denn da jetzt der Pfeil? Ah, da ist der Pfeil. So. Die Zeitumstellung war etwas gewöhnungsbedürftig.
haben jetzt noch 96 Kilometer bis Santiago. Spanien hat schon sehr süße Städtchen, muss man sagen. Zwischendurch gibt es einen Haufen Hunde. Die Australierin, die Michelle von Sydney, hat Probleme mit Hunden gehabt. Sie hat dann irgendwie ein Auto aufhalten müssen und ist ein Stück mit dem Auto mitgefahren, weil sie bei Hunden nicht vorbeikommen ist, obwohl sie einen Schirm hat. Und Michelle geht pro Tag 40 Kilometer. Wir sind die ersten 2-3 Kilometer gemeinsam gegangen, aber die ist halt einfach, die hat einen Zeitdruck. Die ist 4 Wochen auf Urlaub, ist Sportlehrerin, ist aber süß da. Und die geht 40 Kilometer am Tag und macht dann noch Slowenien und Türkei am Heimweg mit. Von daher muss sie ein bisschen zackig unterwegs sein. Da gibt es ein paar Lokale. Es ist alles zu. Ich glaube, ich bin jetzt in Paso de Mos. Da gibt es. Das ist doch was, siehst du. So. Ja, wir sind jetzt in Mos. Für heute muss ich in Redondela noch eine Unterkunft checken. Und dann schauen wir, dass wir runterkommen. Schauen wir mal, dass wir da hinkommen. So. Es tröpfelt halt ein bisschen, aber ich hoffe, es wird nicht mehr regnen. Von daher alles gut soweit. Kurzes Update. ...96 Kilometer nach Santiago. Ich bin ein bisschen außerhalb von Mos. Es ist jetzt 10:30 Uhr und es ist so dampfig und schwül. Sieht man das? Da steht überall der Nebel. Ich habe nur mein Trägershirt an. So, die Hose ist schon hochgekrempelt und es ist so dampfig. Jesus Christ. Ich muss sagen, es gibt auf der Strecke ein paar Hügel. An der Küste hat es keine Hügel gegeben. Aber es geht weiter und ich habe geschaut, nach Redondela habe ich bis jetzt ein bisschen mehr als ein Drittel. Das geht. Jetzt ist 10:30 Uhr. Bin nur gespannt, wo ich dann irgendwo mal was zum Mittagessen kriege später. Weil da ist nichts. Ich renne da durch irgendwelche Siedlungen. Ich habe noch ein bisschen ein Croissant, 2 Orangen, ein bisschen Cola, Liter Wasser, Spaghetti und Sugo, aber das bringt mir jetzt auch nichts, weil es ist alles kalt und hart. Oh, und da ist ein Hundsee. Ja. Und jetzt gehen wir weiter. Bis später.
kurzes Update. Ich bin in Redo Redondela. Es ist jetzt kurz nach 1. Also diese Herberge ist echt geil. Schon die Aussicht. Ein ziemlich altes Gemäuer. Ziemlich urig. Lauter alte Steinwände. Sehen wir das? Ziemlich schick, also Kombination aus alt und neu ist echt gelungen. Die Mädels, ich bin im Zimmer alleine. Schauen wir da mal rum. Das ist jetzt die Alberga Casa do Toro. Schick, schick. Waschmaschine, Trockner. Einen kleinen Balkon. Ziemlich geil. Schwarze Fliesen. Das war sehr geil. Schwarze Decke, coole Beleuchtung. Ich bin komplett fertig. Muy bonito. Gott, ich bin fertig. Ich habe mir jetzt meinen kleinen C zweimal einbinden müssen, weil da irgendwie lustig ist. Das sind die Herren. Für die Herren. Es gibt ja diese alten Fenster. Es ist noch ein Fluss draußen. Es gibt ein paar Lokale rundherum. Ein Irish Pub habe ich gesehen. Ja. Albergue Casa do Toro. Daumen hoch. Redondela um 8 Uhr in der Früh. Es wird noch circa eine Stunde dauern, bis es wirklich hell ist. Noch immer in Redondela. Um 8 in der Früh. Oh Gott. Es ist komplett nebelig. Meine Haare sind irgendwie feucht. Kommt mir vor wie bei erster Hund, ein Hund von Baskerville, irgendwo in den schottischen Highlands, wo der Hund dann irgendwo um die Ecke war. Durch eine finstere Gasse muss ich gehen. Die zweite, die mit mir aufgebrochen ist, eine von China, ist schon irgendwo davor gerannt, keine Ahnung. Die wird sie jetzt ins Hosel machen.
Hundebellen hinkriegen. Und Marina wandert im Nebel durch Spanien um 8 in der Früh, Ende Dezember. Yay! Geil. Ein bisschen Spaß muss sein. Der Weg geht gerade voll durch die Pampa. Es ist komplett finster. Ich sehe nur was, weil ich meine Kopflampe habe. Ah, super. Oh, da ist irgendwas. Sieht man das? Jo, das sind keine wilden Hunde, habe ich schon gesagt. Es ist jetzt irgendwas kurz nach 8. Ich hoffe, es wird was hell. Das ist ja echt zart. Irgendwo am halben Weg unterwegs nach Pontevedra. Nachdem wir so eine kleine hügelige Ortschaft auf und ab durchmarschiert ist, geht es jetzt durch den frischen Wald. Ups. Es war mittlerweile relativ heiß, im Schatten ist es aber wieder angenehm. Yes. Nach einem kleinen Frühstück in einem Café geht es gleich viel leichter. Und so frische Luft. Und man merkt, dass viel mehr Pilger unterwegs sind. Viele ist auch übertrieben, aber bei so kleinen Grüppchen. Weil halt viele nur diese letzten 100 Kilometer gehen. So, nice, ne? Es ist ja gerade im Sonnenschein, irgendwo 7,5 Kilometer vor Pontevedra. Es geht halt irgendwie nichts weiter. Bergauf, bergab. Ein Weg ist halb überflutet. Es schaut aus wie ein Bach. Jetzt brauche ich mal eine kleine Pause. Mit Nüsse und Orange. Es sind jetzt circa 8 Pilger hinter mir gegangen, die haben wir jetzt alle überholt. Aber bergab, mein Knie ist halt ein bisschen zart. Bergab ist wurscht, A10-technisch, gerade ist auch kein Problem, aber bergab ist halt echt fies. Und jetzt sitzen wir da mal irgendwo parallel zur Autobahn, die da hinten irgendwo ist. Ja, warm ist halt. Und dann starten wir nach Pontevedra. Und dann schauen wir, ob wir morgen mit dem Bus fahren wollen oder zu Fuß gehen. Nach Caldas de Reis. Schau. Wir haben nur mehr 74 Kilometer nach Santiago. Yay!
So, jetzt habe ich in einem kleinen Mini Hotel eincheckt, irgendwas ganz Einfaches, weil die Herbergen, die ich angestellt habe vorher, entweder nicht offen waren oder nicht aufgemacht haben. Jetzt bin ich mit nur mehr 5% Akku da die Gassen herum gehumpelt. Habe das jetzt gefunden. Jetzt habe ich ein Doppelbett, also ja, Doppelbett, ein Bad für mich allein, mit eigentlich einer super Aussicht und eigenem Bad. Yay! Um 35 €. Es ist mir jetzt egal, ich weiß nicht einmal, wie das heißt. Keine Ahnung. Oh, da. Was? 6 € wollen die für den Trockner. Das hat mir in der Herberge 2 € gekostet.